Und da sind wir wieder. Heute mal nicht mit Phasmophobia, sondern mit Medieval Dynasty. Das habe ich mir gerade gekauft und habe festgestellt, es funktioniert ganz einfach auf Linux. Also, ja, ziehen wir es uns doch mal zusammen rein. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob... Ja, sieht soweit alles okay aus. Ja, einwandfrei. Na, dann probieren wir das mal. Schauen, was meine Framerate dazu sagt. Also ich sehe schon leichtes Screen-Tearing in der Mitte. Mal gucken, vielleicht muss ich Dingsbums ausstellen dann. Wie heißt es noch gleich? Ein Stein. Vertical Sync muss ich möglicherweise ausmachen. Gucken wir gleich mal. Ich gehe mal in mein Dashboard, schau mal, ob es jemanden im Chat gibt. Ups, sagt mir übrigens Bescheid, wenn es zu leise oder zu laut ist. So, wo ist mein Knopf? Da. Bup. Einwandfrei. So, jetzt kann ich auch dem Chat folgen. Gut, also dann fangen wir mal an. Ich habe mich noch nicht mit dem Spiel befasst. Ich hab zwei kurze Infos drüber gesehen. Einmal drüber, was alles nicht läuft in dem Spiel. Das fand ich aber irgendwie nicht so geil. Und dann eins, das war ein bisschen ausgeglichener. Das fand ich ganz gut. Ich guck mal, dass ich das Screen-Tearing hier ein bisschen in die Reihe kriege. Sonst drehen wir ja alle irgendwann durch. Wir probieren mal, was passiert, wenn wir das ausmachen. Accept Changes C. Oh. Flackert mal kurz zwischendurch, aber es sieht etwas besser aus. Jetzt immer noch zwischendurch ein bisschen heftig so, aber wir gucken mal. We make do. Also für die, die es noch nicht wissen, ich spiele auf Linux und ja. Die meisten Spiele laufen sehr gut mittlerweile. Ja, mal gucken. Also was wir jetzt machen ist, ich habe das Spiel gerade angefangen. Also ich bin gerade quasi im Prolog. Ich habe gerade eben den... Oh, es ruckelt schon hart. Kann sein, dass ich mal ein kleines bisschen runterstellen muss. Wegen dem Stream. Warte mal. Es war eben schon nicht ganz einfach, aber Framerate Limiting ist okay. Wir machen mal aus. Ja, sieht etwas besser aus. Ich habe immer noch Micro-Stuttering. Naja, wir gucken mal. Wir finden schon eine Lösung. Ich muss erst mal gucken, was ich hier überhaupt machen muss. Talk to the Castellan. Aha. Ich habe hier so eine Person gefunden. Greetings, stranger. Dobrochna. Aha. Interesting. Ich bin gespannt, was das für ein... Also wo das spielt. Da habe ich mich noch nicht befasst. Where can I find? Have a good day. Aha. Aha, Kinder gibt's also auch. Aha. Er sieht ein bisschen aus wie aus... Wie heißt er noch gleich? Ach, das Requiem. Ich komme nicht drauf, wie das Spiel heißt. So, gucken wir mal. Warte mal. Hier ist doch, genau. Da ist doch so ein Ding auf der Karte. Captain Jack Sparrow, so. Okay.
Also die haben ganz offensichtlich einen interessanten... Die haben einen ganz interessanten Humor offenbar. Nobody calls me chicken. Want to keep his families separate. Ah ja, genau. Also vielleicht noch ein bisschen was zu der Geschichte vorab. Es ist also so, dass man spielt einen... ich muss mal ein bisschen leiser machen. Ja, man spielt einen... man spielt jemanden, der quasi vorher ein simples Leben gelebt hat. Da gibt es so eine kleine Szene am Anfang. Dann kommt ein Krieg und holt einen da quasi raus. Und ist man halt geflüchtet und hat irgendwie keine Ahnung, das Dorf, wo der Opa oder Onkel oder sonst wo gelebt hat, da ist man jetzt hin. Und da muss man sich jetzt ein neues Leben aufbauen. Gucken wir mal. Ja, jedenfalls gibt es schon die ersten Fragen zum Thema Familie, keine Ahnung. Wir werden sehen. So. Jetzt mache ich es hier mal wieder ein bisschen lauter. So. I've lost both my parents in the war. Ich habe meine beiden Eltern im Krieg verloren. Ja, mies. Verdammt. Wild ist genauso grausam wie schön. Ja. Okay, der Onkel ist also offenbar gestorben, um den es geht. Free to go wherever you like and start a new life. Hereby grant you the permission of the Castellan to build and farm any unutilized land in the valley. Construct yourself a house and see what comes next for you. You can even build a whole village if you please. There are many travelers passing through. Maybe some of them would like to join your settlement. Ja, das klingt doch ganz gut. Well, you have to pay taxes to the king annually, but apart from that, you are free to do as you please. As long as you don't break the law, of course, or at least if you don't get caught doing so. Ja, das ist normalerweise, wie es geht, ja. The valley looks beautiful as well. I think I'll stay here and see what fate has in store for me. I'm glad to hear that. You can find resources all over the land. Grab a few rocks and sticks from the ground and craft yourself a simple axe. Habe ich schon gemacht. With it you can cut down trees and chop them into logs. Then you can create a wooden hammer that will be crucial in the building process. I'm sure you'll get the hang of it. Okay. When you build yourself a home, come back to Gostovia and talk to my wife, Dobroniega. She manages the tavern. Ask her to feed you, you must be famished. And then grab some beers for both of us and come back. I'll tell you some stories about them. That sounds like a plan to me. So. Speichert haben wir. Nobody will shout at me that my clothes aren't warm enough. So, okay. Ah, da ist Oh, it's Dobroniega. you again. How can I help you? Spectrum Mode. Gute Frage. Ah. Okay. Aha. Even with a shoe full of slush. Okay. How is life treating you? My wares never disappoint.
Also ich habe schon mal ein bisschen was zu futtern, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Die Frage ist jetzt, habe ich irgendwas, um sie zu bezahlen? 50 Münzen habe ich. Boah, da kann ich mich mal einen Apfelsaft von holen, ey. Ja, sieht schwierig aus, okay. How can I help you? Was muss ich denn jetzt machen? Ah, ich habe einen Tab. Ich habe Tab gefunden. So, Journal, Chapter New Beginning. I finally got here. I can start a new life in this valley. At the beginning, I should choose the right place to build my house. Maybe I'd better look for a bigger open area where I could build other buildings later if I needed them. After all, a household is not one cottage. Perhaps someday I will have close neighbors. At the beginning, I need to focus on my own house. I need some sticks, rocks. I definitely need an axe and cut down some trees for construction. Simple roof I could make of straw. I can get it from a reed that should grow on the bank of a large river. So. 10 Sticks habe ich schon gesammelt und ich soll irgendwie noch einen Stein sammeln. Okay, also Rennen geht mit Shift. Schon mal gut. Also ich brauche auf jeden Fall noch so einen... Ah, ich glaube, ich habe gerade den Stein gefunden, genau. Jetzt muss ich so einen Wooden Hammer machen. Handcrafting. Ah, dafür brauche ich einen Log. Okidoki. Alles klar. Ja, die Frage ist jetzt erstmal, wo baue ich denn so ein Ding hier hin? Zum Beispiel hier. Ist halt so ein bisschen scheppes, aber das macht ja nichts. Mal gucken, wo ist denn mein... Da ist meine Axt, also mit 1. Maple Tree blocked. This area is restricted. Okay. Dann geben wir die Axt mal wieder weg und laufen mal 2 Meter weiter. Hier kann ich was tun. Okay. Let's go. Bumm, 1 Log, 2 Log, 3 Log. Das ist geil, was für Taschen der Typ hat. Die kannst du also rausziehen mit einer Shovel. Okay, interessant. Gut, dann machen wir mal so einen Hammer. Einwandfrei. So. Also auf 1 ist die Axt, aber auf 2 ist nix. Das ist ja interessant. Okay, also dann machen wir mal noch ein paar Bäume. Also du kannst die Maustaste gedrückt halten. Das ist schon mal ganz hilfreich. Entschuldigung. Entschuldigung, können Sie bitte meinen Baum loslassen? Das ist ja furchtbar. Okay, dann machen wir den noch platt, dann sollten sie aber umfallen. Gut. So, Bäumchen umgefallen. Schön. Dann gehen wir mal zum Fluss und gucken mal nach Stroh oder sowas. Red, kein Plan. Ich nehme an, das hier. Ja, ist Red. Wie lustig. So, 32 Red brauchen wir, dann machen wir das mal. Jetzt dann. Du kannst gedrückt halten, einfach die Maus bewegen, das ist schon mal sehr praktisch. Ah, ich kann Wasser trinken, da sind wir jetzt mal vorsichtig. Und dass ich mir die Pest hole. Oder? Wir gucken einfach mal. Hier, den Stein kann man mal mitnehmen, den brauchen wir bestimmt noch. Wie ducke ich mich denn?
Steuerung. Gucken. Kriege ich die Pest? Nee, geht. Keine Pest. So. Ich meine, wir sind hier immerhin nicht in Green Hell. Also ich bin direkt, erster Eindruck, Green Hell ohne Hell. Bis jetzt. So, build your first house. Na, machen wir das doch mal. Wo sind denn meine Bäume? Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Ich habe doch gerade 2 Bäume umgeholzt. Kinders, ich sag dir. Hier oben. Hier liegen meine Bäume, siehst du? Bitte, da. Nehmen wir den Spruce Tree hier mal alle. Gut. Bumm. So, Maple Tree. Stein. So, noch mehr Logs. Danke, danke. Sticks. 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 So, gut. Noch ein Log. Sticks. Log. Das ist nix für so einen Loot-Goblin wie mich. So. Mehr Sticks. Noch ein Log. So. Und jetzt? Ich weiß immer noch nicht, wie man den blöden Hammer auswählt. Und ich bin over-encumbered. Herzlichen Glückwunsch. So. Wie baue ich jetzt was? Inventory. Schon mal gut. Stone Axe. Wooden Hammer. Kann ich den da hin tun? Na, geht doch. So. Ah, siehst du? Bild. Destroy, Repair. Ja, Bild ist gut, aber wie mache ich das? Creation Menu. Stimmt. Schlau. Houses. Simple Small House. Ja, damit können wir ja erstmal anfangen. Boop. Da. Required. 8 und 9 habe ich. Okay. Was muss ich jetzt machen? Draufhauen? Ja, draufhauen hilft. Aha. Guck mal, ob es wieder stehen bleibt. Barty hat mich gerade darauf hingewiesen, dass irgendwas spinnt. Jetzt geht's. Okay. Also sagt mir mal im Chat Bescheid, wenn irgendwas Faxen macht, bitte. Ganz wichtig. Und wir haben noch einen Zuschauer. Hi, schreib mal was im Chat, wenn du Lust hast. Kennst du Medieval Dynasty schon? Wenn ja, sag mir Bescheid. Mich würde interessieren, ja, wie deine Erfahrungen sind. Wenn nicht, also es ist ein Survival-Spiel, ein bisschen wie Green Hell, nur ohne Hell, habe ich so den Eindruck. Gucken wir mal. Boop. Ah, hi Blake. Schon gesuchtet wie sonst was. Cool. Ja, wie viele Stunden spielst du? Wie viel hast du auf Steam? Oder wenn du es überhaupt auf Steam spielst? So. Was brauche ich jetzt für das blöde Haus? Was? 100 Stunden? Sheesh. So, wir brauchen noch 3 Logs. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, sonst schlafe ich hier im Freien. Das wäre natürlich nicht so klasse. Bin ich wahrscheinlich gleich wieder tot oder so.
So viel zum Thema. Vom Baum erschlagen. Sagt er und ja, 11:38 Uhr. Boah, 5 Minuten. Das ist ja brutal. Leider findet sich niemand zum Koop spielen. Ja, Blake, können wir gerne mal machen. Also ich muss jetzt erstmal lernen und so, wie du siehst. Und dann, ja, können wir gerne mal zusammenspielen, kein Thema. Kannst mir gerne eine DM schicken oder kannst auch in meinem Kanal gucken. Ich habe auch einen Discord-Server und so ein Kram und kannst du gerne draufgehen, wenn du möchtest. Da kann man sich dann koordinieren, um zusammen zu spielen. So, also nochmal von vorne. Gott. Jetzt muss ich quasi alles nochmal von vorne machen. Da habe ich ja richtig Spaß dran. Also jetzt liegen hier wieder meine Bäume. Also vom Baum weggehen, wenn er fällt. Verstanden. So, Log. Bum. 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 Gut. Kann dir ein wenig beibringen bei Medieval alias The Forest Stil Holzhacken. Ja, es hat so ein bisschen, wie gesagt, ich finde es hat was von Green Hell. The Forest passt irgendwie auch gut. The Forest habe ich allerdings nie gespielt. Also ist ein interessantes Spiel, so vom Zugucken. Nice. Ist ein interessantes Spiel vom Zugucken, aber ich finde also ganz krasse Green Hell Vibes gerade. Hast du Green Hell gespielt? So, gut. Mal die Sticks hier wegräumen. Na komm. Bum, bum. So. Gut. Also, nächster Versuch. Da wir ja unser letztes bisschen verloren haben, weil ich ein Trottel war. So. Bum. So, und dann machen wir... Wie ging das jetzt? Nee. Q. Buildings, Houses, Simple Small House. Okay. Das ist ja spannend. Diese Base-Struktur hier für das Haus erinnert mich so ein bisschen an Fallout 76. Die haben auch immer so eine blöde Struktur darunter. This area is restricted. Interessant, vielleicht bin ich auch einfach zu nah dran. Okay. Bumm. So. Reach Hermitage Development Level. Das habe ich auch eben schon erreicht, Freunde. Naja, gut. So. Das haben wir. Dann machen wir den anderen hier rein. Bumm. So. Dann gehen wir weitere Logs holen, ohne uns umzubringen diesmal. Okay. So. Mal einen Meter weggehen. Nicht auf Deutsch gestellt. Nee, ich spiele Spiele nicht gern auf Deutsch. Es sind nicht so viele verschiedene Krankheiten. Ja, ja. Ja gut, Green Hell ist echt brutal. Also da bist du ja sofort hin. Da trinkst du einmal aus dem Fluss Wasser, bist du eigentlich schon tot. Ja, wie gesagt, ich spiele Spiele nicht auf Deutsch, weil ja, ich mag die deutsche Vertonung oft nicht. Ich mag die Textübersetzung oft nicht. Also, wenn ein Spiel deutsch gemacht ist, dann gerne, kein Problem. Also, wenn es ein deutsches Spiel ist, dann spiele ich es gerne auf Deutsch, aber sonst spiele ich es auf Englisch. Sonst kriege ich auch immer so ein bisschen Cringe-Attacken, wenn irgendwas, keine Ahnung, komisch umbenannt ist und so. Ich weiß, bisschen weird, aber so. Jetzt packen wir das hier drauf. So, dann brauchen wir noch so ein Ding. Ist ja ein Ausnahmespiel, die reden trotzdem Englisch. Ja, ist auch gut so. Boop. So, 1 Meter weggehen. Das ist der Knaller, wird er einfach vom Baum erschlagen. Das ist so richtig Pro-Gamer-Move. Das ist wieder so ganz typisch ich. So,
So Sachen mache ich ja unglaublich gerne. So richtig, so direkt mal versagen, damit alle, die zugucken, gleich wissen, woran sie sind. Nice. Gut. So. Zwei, drei. Bumm. So, jetzt haben wir das. Was brauche ich jetzt? Sticks. Haben wir auf jeden Fall genug. Und noch ein oder zwei Loks. Oder ist das nur eine Wand? Das ist doch wieder nur eine Wand. Ich habe es noch, habe aber noch nicht im Koop gespielt. Ja, wie gesagt, also schreib mir gern, wenn du möchtest. Dann können wir irgendwann zusammenspielen. Ich muss es nur erstmal verstehen. Oh. Required Axe. Klasse. Dann mache ich schon mal eine neue Axt. Ja, ich bin ja immer noch schockiert davon, dass man hier aus dem Fluss trinken kann, ohne gleich zu krepieren. Das war ich, wie gesagt, von Green Hell gewöhnt, dass wenn du aus dem Fluss trinkst, kannst du auch gleich ja, irgendwo runterspringen oder so. Also es ist mittlerweile so dunkel, dass ich kaum noch was sehe. Ich habe das Gefühl, mein erstes Haus wird nicht am ersten Tag fertig. Oh Wunder. Mörderrealistisch. Ja, das ist doch ganz süß. So. Bumm. Also, ich meine, wir haben immerhin schon mal eine Tür, ne? Gut. Also stockenfinster ist schon mal. Was war schon da am besten? Muss ich jetzt wieder zurück? Man lernt nie aus, das ist das Schöne. Ja, hast du völlig recht. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt wieder zurück und irgendwo pennen oder was? Also der Typ hat vorhin gesagt, ich soll mal seine Frau fragen, ob sie mir was zu trinken gibt. Sie wollte mir aber erst nichts zu trinken geben. Vielleicht will sie ja jetzt. Warte mal, ich bin eins zu weit gelaufen. Wo saßen die denn vorhin? Ich habe das Gefühl, die saßen hier, aber das ist nicht das richtige Haus. Warte mal. Ich glaube, ich war noch eins weiter. Ja. Und da. Lagerfeuer bauen. Ah, guter Mann. Oh, it's here again. Nö. How is life treating you? Also vielleicht muss ich doch erst das, vielleicht muss ich doch erst hier pennen. Also bauen wir mal ein Lagerfeuer. Du baust zu nah an dem Dorf. Okay, keine Ahnung. Kann ich nicht nach da rausbauen. Ich kann ja von hier anfangen und dann weiter weg. Ich baue extra nah am Dorf, damit ich nicht so weit laufen muss. Zur Not reiße ich es halt später wieder ab und baue es nochmal neu. Das ist es schon mal nett. Furniture and Decorations. Campfires. Campfire. So. Upp. Mal gucken, ob mein Haus abbrennt. So. Okay. Jetzt. Ah. Schlafen. Very nice. Jetzt kann ich auch was sehen. Cool. Beide Feuer, nee, brauchen wir nicht. Gut. Sehr schön. Ja, dann gehe ich mal mehr Bäume hacken. Was essen wäre auch gut oder was trinken. Oder zum Fluss. Was? Doch. Ach naja, später kommen ja die Reittiere. Da wird alles besser. Okay. Ah ja. Wie gesagt. Jetzt habe ich da gebaut, jetzt bleibe ich da. Stur wie ich bin. Kurz mal einen Schluck aus dem Fluss getrunken. Ich könnte ja mal gucken, ob ich zwischendurch vielleicht mal einen Apfel essen kann oder so. Ah,
so geht das also. Aha. Aber so richtig viel hat er jetzt nicht gebracht. Aha. Probieren wir mal so ein Brot. Jetzt sieht es doch schon besser aus. Bringt am Anfang auch gut Geld im Handeln. Speerangeln am besten fürs Essen. Okay, danke Blake. Top. So, ich wollte immer noch einen Baum fällen. Sag mal, kann ich mir eigentlich irgendwas merken? Ist ja der Hit. So, Sticks. Gib her. So. Und was ist da? Ich muss mal gucken, dass ich aus dem Weg komme. Baum fällt. Gut. So, haben wir alles? Ja. Wir scheinen alles zu haben. Also grafisch ist das Spiel ja schon mal der Hit. Kann ich echt nicht meckern, du. So, oder kannst du schon eine Hasenfalle bauen? Kann ich gleich testen. Ah, neuer Log. Okay. Stein. Puff. So, das. So, okay. Gib. Oh, Pilze. Kein Plan, kann man die auch essen? Kannst du die Baumstümpfe ausgraben mit einer Schaufel, bekommst einen Baumstamm. Ja, das habe ich gelesen. Habe mich aber noch nicht damit befasst, wie man so eine wie man so ein Ding baut. Ich gucke jetzt mal gerade, ob es eine Hasenfalle gibt. Also hier schon mal nett. Buildings. Husbandry, Services, Storage, Extraction, Survival. Hunting Lodge ist es schon mal nett. Rechts oben. Production. Kitchen. Nope. Auch nicht. Hier kann man so ein Well bauen. Storage, nee. Haus, nee. Am Anfang rechts oben. Furniture and Decorations. Ah, Traps, dankeschön. Ja, kann ich. Dann. Nee. Escape, genau. Ja, gut, jetzt haben wir so eine. Jetzt haben wir so eine Reddit, so eine Rabbit Trap.
Gut. Weiter geht's. So, gut. Wände stehen schon mal. Abgefahren. Jetzt brauche ich noch einen Log. Okay. Kannst erstmal nur eine bauen, aber später skillen kannst du mehr bauen. Okay, cool. Ja, machen wir. Ich sehe schon, bald ist hier kein Wald mehr. Warte mal, der Baum neigt sich doch schon so schön. Da. Boop. Schön. Alter, die Loks sind ja mega lang. Ich finde es halt cool, dass die, dass das Baummodel so auseinanderbricht. Das ist voll krass. Also das ist auf jeden Fall wesentlich fühlt sich wesentlich realistischer an als in anderen Spielen. So. Gut. Aha, noch 6 Loks brauche ich, sagt er. Okay. Okay. So. Okay. Jetzt fehlt noch einer. Alles klar. Schnappen wir uns doch mal den kleinen einzelnen Baum hier. Deswegen am besten Materiallager, Nahrungsmittellager, zweites Haus, Holzfällerhütte bauen für deinen ersten Dorfbewohner. Ja, also ich denke schon, ja. Ich bin erstmal froh, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe. So. Boop. Alles klar. Was mir auffällt ist, die haben extra, also die haben in der Vorschau sagen sie immer, dass man das Holz so bearbeitet, aber hier arbeitet man ja noch komplett mit den Logs, also wahrscheinlich kommt das erst noch. Aber wenn ich mir zum Beispiel das hier angucke, diese Bretter hier, die kriegst du nicht einfach so. Die kriegst du nicht einfach so ausgesägt. Da musst du schon ein bisschen mehr tun, als nur so einen Log abzuhacken. Das haben sie ein bisschen arg vereinfacht, finde ich. Dafür, dass der Rest... Oh, jetzt ist mein Hammer kaputt. Na toll. Super. So, machen wir mal einen neuen Hammer. Ja, in der Werkstatt später. Der kann das Holz, dünnt die Landschaft nicht aus. Ah, interessant. Ja, das ist ja cool. Bumm. 1. Aber aufs letzte Ding, gell? Bumm. Cool. Wow. Das ist ja nice. Und eine Steam-Dings habe ich auch gleich gekriegt. Was kann ich hier craften? Klasse, hier kann ich direkt was zu futtern machen. Das ist ja schon sehr nice. Ich kann zwar noch nichts, wie ich sehe. Not enough technology. Okay. Simple Small House Foundation Decorate. Da kannst du direkt eine Dekoration machen, alles. Hier kannst du dein Zeug wegtun, was besonders schwer ist und so. Zum Beispiel das getrocknete Fleisch, was ich hier habe. Meine 69 Sticks läuft bei mir. Okay.
21 von 35 Kilo. Okay. Ja, krass. Komm, dann lassen wir mal ein paar da. Da. Gut. So, was muss ich jetzt machen? Set a Rabbit Trap haben wir schon. Dann machen wir einen Wooden Spear, Wooden Knife und Hunt a Wild Animal. Da bin ich ja mal gespannt. So. Die Schaufel gibt es im Übrigen noch gar nicht, sehe ich gerade. So, Wooden Knife. Kontrollier mal deine Falle. Schau, ob was in der Falle ist. Jo. Wow, cool. Pup. So. Dann armen wir mal die Falle wieder. So, dann machen wir einen Wooden Spear und gehen jagen. Danke für den Hinweis übrigens. Da. Speer. Ich pack die mal alle in mein Dings hier. Ich habe sogar einen Stone Knife. Für was mache ich einen Wooden Knife? Oh, es scheint ein Stone Knife gewesen zu sein. Okay, vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich den Wooden Spear verwechselt. Gut. Alles klar. Gehen wir mal einen Schluck Wasser trinken. Und so ein Well könnte ich auch mal bauen. Der steht einfach den ganzen Tag sinnlos darum. Auch cool, ja. Sehr realistisch. Ich sehe oft Menschen, die sinnlos rumstehen. Jetzt ist mein Laptop schon wieder ausgegangen. Da könnte ich den Oberföhn kriegen. Bin eigentlich was am Machen gewesen. Warte mal kurz. Ich bin nämlich gerade nebendran einen Rechner am neu machen. Oh doch, mein Wiederherstellungslaufwerk ist bereit. Sehr schön. Gut. Aber 31 von 31 GB frei ist nicht so richtig. Ah, okay, 16 GB frei von 31. Okay. Schön, dann werfen wir das jetzt mal aus. Ich bin nämlich gerade dabei, einen Laptop auf Linux umzurüsten, nachdem mein Haupt-PC schon auf Linux läuft. Werfen wir den mal gerade aus. So. Und das aus, das aus, das aus, das aus. So, kann man den jetzt rausziehen, ja? Ja. Alles klar. Ach, das ist die Schnellreise. Gut zu wissen. Danke für den Hinweis. So. Gut, jetzt bin ich wieder da. Jetzt mach ich mal die Mühle hier drüben zu. Damit ich nicht dauernd abgelenkt bin. Ich bin ja froh, dass das jetzt endlich fertig ist. Gut. Also, jetzt gehen wir mit Dobroniega reden. Ich bin immer noch gespannt, was das für ein Name ist. I could eat them all the time. Hey, hand me a fish one and I'll give that a try. Aha. Well, it depends what proper means to you, but I can offer you something warm and filling. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Das mit dem Kamehameha als im Hintergrund, das ist ja auch überhaupt nicht Immersion Breaking, ey. Wahnsinn. There you go. Now tell me something about yourself. How do you know my husband? There's nothing much to say really. I've just arrived at the valley looking for my uncle Lorden. Didn't expect to be done searching so quickly, to be honest. Ja,
ist ein bisschen unglücklich, dass dem sein Onkel gestorben ist. Oh yes, he was Anilo's friend. I remember now hearing that he had eyes just like yours. Sorry for your loss. That's okay, I don't even remember really. Most that I know about him is from my mother's stories. She always looked up to her big brother. I loved him furiously even when he stopped visiting. Wow, das ist eine traurige Story, ey. A lot of people didn't know. A lot of people did, from what I heard. There was something special about him. Tough shoes to fill, huh? The only shoes that you need to worry about filling are your own. Every man is the architect of his own fortune. Yeah. Thank you for saying that. Needed to hear. Let's not talk about me anymore. What's your story? I'm part of a traveling band of troubadours. Auch Assassin's Creed. Warte mal. Aber das Spiel ist halt mega, auch wenn es schon etwas älter ist. Es gibt so viele Easter Eggs dort. Auch Assassin's Creed Easter Egg. Okay, cool. Sehr nice. I was part of traveling band of troubadours. I've never managed to learn how to play any instrument, but I was pretty decent with my singing. Our travels brought us to the valley not long after the death of your uncle. I still remember seeing Unigos for the first time. He had so much sadness in his eyes. Lorden was just a friend of his. He was part of him. Die ist 32, in so einem Oldschool-Ding ist sie schon halb tot. In so einem Medieval-Setting. Sind die Leute nicht viel älter geworden, soweit ich weiß. The band left a few days later. I stayed. There was something in Unigo's presence that simply knew my place was by his side. You probably noticed the age difference. No, not really. What are you implying? That I look old? Nothing of sorts anyway. Not Gostovia. So, und das war gerade eine Harry Potter Reference, die da im Hintergrund kam. It's Gostovia, not Gostovia. Das ist von, wie heißt das? It's irgendwas mit, was war es nochmal? It's, auf jeden Fall Hermine sagt das. Nothing of sorts anyway, so it looks like you were anchored here by love. That's pretty amazing. You call it that, blindness, stupidity, poor judgment, maybe, whatever sounds best to you. Okay, that's gut. Pretend all you like. You fell hard for the grandpa with sad eyes and you know it. Okay, also der Humor ist gut. Der ist sehr wholesome. I did. He annoys me sometimes like nobody else. I'm fed up with people Yet I always can't complaining. imagine breathing without him now. But I don't Now let. I'm also complaining. But don't let me go all soft on you. You surely got some places to go. He may look like an idiot and talk like an idiot, but It don't was a let pleasure that talking fool with you. you, He Dobroniega, really is an idiot. every second of it. Okay. Here I know it's not much, but welcome handy starting a new life. Everything costs coins these days. Really appreciate that. Not looking for a charity, I'll manage. Come on, don't try to be a hero, man, alright. Something for me then. Won't be a handout, just your first pay. That I can agree on. What do you need? There's a farmer in the village, she's called Jarogniewa. Das ist entweder Polen oder Rumänien, würde ich tippen. Weil die Namen so enden, das ist klassisch für die Ecke da. She usually supplies the tavern with rye, but I haven't got anything from her a while. My stock's almost gone and you don't even want to imagine what could happen to these people when we run out of beer. Consider it done. While we're speaking of beer, Unigos asked me to grab a couple for us. Of course, here you go then. Great, thank you. Promise me stories about Norden. Oh, I see. Well, in that case. Okay. So, muss ich jetzt dem... Ja, jetzt muss ich dem was zu essen bringen. Wo ist er denn hin? Da. Looking proud house owner from the valley and I'm back bearing beers. He doesn't poke his nose into my business.
poke my nose into his. A job well done indeed. Alright, let me wet my throat with this amber goodness and start reminiscing. I knew Lorden for 22 years before he died. He was my best, truest friend. A brother actually. I remember the day we met as if it was yesterday. Es ist ein bisschen wie ein Buch lesen. So viel Text. I was 25 at the time, living in the big city of Heelenberg, where I was born. Ja, Wingardium Leviosa, genau, it's Wingardium Leviosa, not Wingardium Leviosa. Genau, das ist es. Dankeschön. Der Schwebezauber. Interessant ist, wie die Dings hier im Hintergrund weitergeht, die Sonne. Das ist ganz abgefahren. Die Sonne geht als weiter runter. Das ist total krass. I was 25 at the time, living in the big city of Heelenberg, where I was born. You could say I hated the place, but it still was the only home I ever knew. Maybe someday I'll tell you more about that. Anyway, I was forced to take care of my own, so I did, doing the best thing I could. Stealing. Okay. You were a thief. I was, and a bloody good one, if I might say. Picking pockets was my bread and butter. I could steal a piece of steak right now, right from your fork, and you wouldn't even notice. It wasn't greed that motivated me, just survival, but I'd be lying if I'd say I didn't enjoy the process. Stealing is still a crime, no matter the motivation. Warum habe ich hier nur eine Auswahlmöglichkeit? Was ist das für ein Käse? I'd say you'll want to wait and hear a bit more before getting all high and mighty on me. Okay, yeah, I'm sorry, go on. We had an annual festival at Jörnberg. It always brought a whole bunch of outsiders to town. You can imagine what that meant for a man in my profession. I could do a day's worth of work in a matter of minutes. I grabbed a few coins here and there, some jewelry, a pair of new boots. And then I saw a nobleman with a money bag strapped to his belt. It was basically begging to be set free. I sneaked behind him in the crowd like I did 1,000 times before child's play. I gently grabbed the pouch, did a little shimmy magic, and there it was, sitting neatly in my palm. Just needed to turn around and disappear like always, and then wham! I was punched in the face by what felt like a bull, and I was so shocked I didn't even realize what happened until I hit the ground. My head was pounding, I could barely see straight. And do you know what was the first thing I saw next? A smile, a big radiant smile on the face of the man with two different eyes. It was your Uncle Lorden. Ach genau, und der Jack Sparrow Reference da hinten, der ist auch interessant. It was your Uncle Lorden, the one I took for a nobleman. He stuck his hand out, helped me get up and offered me a beer. All the difference in the world. Just like that, just like that. That's just how Lorden was. You see, your uncle was deadly clever, smartest man I ever known, hands down. He could see the world like nobody else, predict things. He was always at least a dozen steps ahead of anyone else. So on a rare occasion that somebody surprised him, he was intrigued. Indeed, apparently even despite my failure, I was still the one that came the closest to robbing him, and he liked that. Except his invitation, right? I didn't really have a choice, did I? I was terrified of the guy at that moment, so we went. He took me to the most expensive and most crowded tavern in the whole town. Remember that it was the day of the festival. Even entering that place was next to impossible. He didn't seem to care though. Cool. In a matter of seconds we were sitting at the table, being serviced by two barmaids at the same time. It was surreal. In my mind there was only one explanation: he owned the place. And did he? Not at all. It was his first time in Jellenberg. It all felt like a dream, to be honest. Especially with me still being dazed after the punch, I was still sure he was a nobleman. His manners, his clothes, the way he talked and moved.
And then he chugged a beer like it was a race, wiped the face with his sleeve and burped like a drum. He went from the lord to the savage like that, snaps fingers. I relived that moment a dozen times until I realized why he did that. It wasn't a mistake or no laziness, no moment of weakness. He wanted me to see it, to understand it. That he was full of crap. You see, Rasimir, your uncle was one of a kind. He was a true master of arms and his weapon of choice was his confidence. Oh Bruder, langsam gehen die Texte aber auch echt lang. Es ist inzwischen schon richtig dunkel. Imagine a closed door with 2 armed guards at his side. And you want what's inside. What are your options? You can force yourself in, bribe the guards and try to pick a lock. But Lorden, he just holds his head up high, walks right in and demands the door to be opened. You are right. All sounds surreal. Never knew that about my uncle. Mother's stories were quite different. Because I'm afraid she knew a quite different Lorden than me, than everybody in the pack. Wait, the pack? Oh dear Rasimir, there is so much more than you still don't know. Our story hasn't even really begun, but it's getting late. Come on, you can't just leave me hanging like that. Alright, I'm going to tell you a bit more. After that beer we had a couple more, then some meat. If I remember correctly, we were talking about our past, our dreams, convictions, started making some drunken absurd plans. I thought we were joking, to be honest. The next thing I remember is waking up in silk sheets. I'm guessing they weren't yours, correct? Are you kidding? It was the first time I even touched fabric like that. The ceiling in the chamber was so high it could fit a giant. I thought I was dreaming. Then the servants walked in. I was ready to flee, but instead of fighting me, they presented me with breakfast. It was all Lorden's doing. I've never found how he managed to pull it off. Whenever I asked, he just burst into laughter. Even years after, needless to say, I left Jannenberg with him on that day, the first time I went outside of the town's walls and never came back. That was the day the pack was born, and 3 years later there were 5 of us, a real team, a family. We called ourselves the Reminders. We all had green diamonds above our heads and we were talking gibberish. It wasn't always fun and lovely, but I can tell you that tale another time. It really did get late, and I'm sure you still have a lot of work to do. Come and find me tomorrow. We'll talk some more. Okidoki. So, jetzt haben wir es geschafft. War es ein Akt? Jetzt muss ich mal zu meinem Bett zurückkommen. Das war in der Tat eine echt lange Geschichte, du. So, dann suchen wir uns mal was zum Schlafen. Sleep next season, das ist ja witzig. So, gut. Alles klar. Werden wir noch ein paar Sticks collecten. So, set a trap. Boop. Das ist ja interessant, dass er die Trap nicht akzeptiert, weil ich die zu früh gemacht habe wahrscheinlich. Kann ich noch eine machen? Da nicht. Da. Trap Limits exceeded. Also da haben sie auf jeden Fall nicht so richtig aufgepasst, meines Erachtens. Stone Knife, Wooden Hammer, Wooden Spear. So. Survive for a season. Ich bin mal gespannt.
Chicorée. Spannend. Gucken wir mal hier oben, ob es hier irgendwas gibt. Danke für den Follow, Blake, by the way. Hab ich gerade gesehen. Ja, wie man wilde Tiere jagt, keine Ahnung, ey. Das dürfte spannend werden. Ich stecke mal noch ein paar Sticks ein, wenn wir schon da sind. Vielleicht noch so ein Stein. Brauchen wir sowieso dauernd. Aha. Spannend. Gut. Also bis jetzt sehe ich mal gar nichts. Broadleaf Plantain. Aha. Und hier oben kann man wohl irgendwas mit... Hier kann man Logs klauen. Uff. Das fasse ich mal noch nicht an. Nicht, dass wir da Ärger mit wem kriegen. Ein paar Mushrooms noch. Stöcke, Daisies. Kein Plan, was man mit denen alles macht. Gucken wir mal. Also ich sehe überall die Meldungen von wegen, oh, guck mal hier, eine Bronzeaxt. Das ist ja spannend. Oh, da ist ein Tier, das man jagen könnte. Gucken wir mal. Die sind vielleicht ein bisschen groß, die Tiere. Ich habe keine Ahnung, wie leise ich da sein muss. Wahrscheinlich viel leiser, als ich jetzt bin. Vielleicht aber auch nicht. Who knows? Wupp. Nee, eher nicht. Okay, also irgendwas funktioniert nicht. Okay, also einmal voll daneben geworfen, schon mal gut. Dann machen wir mal... Ah, ich habe keinen Log mehr. Das ist natürlich Mist. Wo ist denn der blöde Speer hingekommen? Den habe ich doch nach sonst wo geworfen. Wettig.
Sieht auf jeden Fall nicht aus, als würde das so einfach gehen. Gucken, ob mich der Baum wieder erschlägt. Nope. Tut er nicht. Schon mal gut. So, gib mal her. Bum, bum. Bum. So, dann machen wir mal so ein... Machen wir vielleicht ein paar mehr von den Dingern. Ah, ich kann wieder nur einen tragen. Na, herzlichen Glückwunsch. Da ist mein Speer. Und wir sind super schwer. Also jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, so langsam. Gut. Okay. So, wo ist denn das blöde Vieh jetzt? Ich hab's doch gerade knarzen gehört. Da. Schon wieder nichts getroffen, scheinbar. Oh. Okay. Berries. Das klingt doch gut. Das ist mein Stick. Habe ich schon einen, oder was? Nein, habe ich nicht. Gib jetzt. Gut. Pickaxe. Interessant. Wo liegt jetzt mein Speer? Hm. Also irgendwann habe ich überall Speere hier rumliegen. Dann laufe ich hier durch den Wald und finde überall Speere. Naja. Wir werden es schon rausfinden. So. Entweder ist es zu niedrig, zu hoch. Das klappt irgendwie noch nicht. Und eine Taschenlampe haben wir natürlich auch keine. Achso, dann wäre so langsam mal eine Idee. So, seh ich mal her. Die standen doch gerade noch hier. Sitzt. Immerhin.
Ist meine Axt auch noch kaputt gegangen. Ich krieg die Krise. So. Axt. Gut. Und Speer. Natürlich ist mein Speer jetzt nicht mehr in meinem Slot, wo ich es hingetan habe. So. Alles klar. Wo ist das Vieh jetzt hin? Das müsste doch eigentlich voll Hackfleisch sein jetzt. Ich fasse es nicht. Nochmal. Also man darf nichts anderes klicken, sonst hört es schon mal auf. Ist nicht so gut. So, wo ist das blöde Teil jetzt? Da ist mein anderer Speer. Schon mal gut. Vier. Geht doch. Ja, das hat auch extrem viel von, wie heißt's, Green Hell wieder. Jetzt habe ich auf einmal 2 Wooden Spears, obwohl ich keine 2 aufnehmen konnte vorhin. Oh Mann. Ich könnte mal irgendeine Kleinigkeit futtern. Da. So. Fertig gefuttert. Ab nach Hause. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich wieder nach Hause finde. Okay, wir haben Glück. Und eine ganze Menge trinken muss ich. So, ein paar Stöcke mitnehmen. Irgendwo war gerade... So. Da ist noch so ein Pilz. Berries. Gut. Mehr Berries. Ich frage mich, ob die eigentlich giftig sind. So. Ich glaube, ich bin ganz schön voll gegessen. Ah, da ist auch mein Haus. Also es gibt auch einen Radareintrag fürs Haus. Schon mal gut. Ja, die Rabbit Trap, die nervt ganz schön, du. Okay, die ist hin. Kaputt. Dann machen wir mal eine neue. Dann haben wir hoffentlich... Genau. Jetzt ist das nämlich auch erledigt. Jetzt muss ich nur noch für eine Season überleben. Gucken wir mal, ob wir was zu essen kriegen. Noch nicht genug Technology. A type of dish cooked in a cauldron, kitchen, house can be consumed. Okay.
Also ich brauche viel mehr Technology. Interessant. Jetzt die Frage, wie kriegt man Technology? Wahrscheinlich muss ich wieder mit dem Typ reden. Jetzt trinken wir erstmal was. Und dann suche ich den Typ. Bin gespannt. Okay, genug getrunken. Sehr schön. Also bis jetzt geht's mit dem Survival. Ist in der Tat relativ easy. Wenn man sich ein bisschen im Griff hat. We've got many visitors Bought a there. bear in beer and ate a bearded bird. Okay. Das ist ein Bett mit einem Bart. Das klang sehr interessant. My duties as Castellan. Of course I understand everything alright. You know how it is with Yeah, monarchs, I'm not sure to be honest. what they There's been a say. murder. but do not get too close to them. Oh my, I thought things like that don't happen here too often. Great, I mean, obviously, but excitement mystery. Because they don't. Just about to go to the crimes here and question the witnesses. But honestly, I don't know what to expect. My Ich bin favorite gespannt. times of the year are the parties between seasons. I'm sure Good I'll take thing good care of the that matter. only selected people are invited to Time will those. tell. Even this was auch immer das heißt. Jokes aside, that's really serious matter. I won't be able to share more stories with you at the moment, but I believe there is someone. I'm fed You up should with meet. people always complaining. His name is Sambor. Damn it! He was one of Now us. I'm The also pack, I mean. complaining. Are you serious? And he lives here in the valley? That's right, all of them do actually at Mark Tamber's house on the map. You should pay him a visit. Great. Right away. But beware, calling Samber friendly is like calling being stung by a bee right in the tip of your manhood pleasant. I'm sure you're exaggerating. He was part of the reminders after all. Don't say I didn't warn you. Okay, gehen wir mal gucken, ob der Typ wirklich so ätzend ist. There was a man in 700 Meter, na, herzlichen Glückwunsch. Da sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigt. Und hier ist, also der lebt wohl nicht direkt im Dorf. Gehen wir mal gucken. Aha. Okay, also ich kann eigentlich die ganze Zeit rennen, das ist schon mal gut. Gucken, wie hungrig ich dann werde. Jetzt bin ich hier ja Jahre unterwegs. Muss ja auch nicht sein. Okay, jetzt atmet er schwer. Brücke ist ganz nett. Gibt es noch mehrere Ausrufezeichen? Spannend. War schon mal nett. Animal Spot. Spannend. Das ist ja voll die Tagesreise hier. 700 Meter, das läufst du normalerweise in, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so, Every village is a bit wenn du different. langsam läufst.
statistisch betrachtet 600 Meter in 6 Minuten. Nee, doch. 6 Kilometer in der Stunde sind 60 Minuten, 600 Meter in 6 Minuten, ja. Alter, der wohnt ja mal sowas von ab vom Schuss. Das ist ja furchtbar. Und natürlich ist es schon wieder kurz vorm Dunkelwerden. Also brauche ich wahrscheinlich wieder ein Lagerfeuer, an dem ich schlafen kann. Da gibt es ein Tier. Hier gibt es wohl Füchse. Können wir noch ein bisschen rennen. Ich hoffe, es gibt hier keine Fallen, sonst sind wir ziemlich tot. Animal Spot Wolf, ja, das könnte zum Problem werden. Die Geräuschkulisse wird dynamisch. Gucken wir mal. Und da beruhigt sie sich auch schon wieder. Das ist bestimmt, weil mich irgendwas gesehen hat. So. Da, nehmen wir doch den. I think you're lost, boy. Wait a second, look me in the eye and stop shivering for crying out loud. Huh, black and blue. You're a Lorden's family, aren't you? My name's Vesemir. You must be Sambo then. How do you know that? I was talking to Unighost. He told me that you were a part of the reminders as well. Part of what now? The pack? And one Unighost and Lorden? I've never heard of this idiotic name in my life. You were called the Undying Fist. Oh my, that's so much worse. Whatever, what do you know? What are you, like 12? Normally I would argue with you about that, but I'm afraid you'll kick the bucket during this dispute, old man. Yeah, okay, dyslexic. Oh, there's something I would kick for sure. So smart choice, not. Anyway, I would love to hear some stories about my uncle and the pack's adventures altogether. That's an amazing coincidence, because I would love to spend my time telling the old tales by the crackling fire. Oh my, really? No, leave my property and forget where it is. Ich wusste, dass das kommt. Super. Oh, come on. It will only take a moment. Really, just tell me what was my uncle like? How did you become part of the Undying Fist? And what do you do exactly as a pack? You don't know what we did? Unighost didn't tell me that part yet. Alright, but be quiet and try to be less annoying. Where should I begin? Right, it all started when Lorden left his home. He was 18 at the time, if I remember correctly. That clever bastard was always too big of a fish for his birthplace, and he knew that. Left as soon as he could. But cleverness at such a young age always means two things: being arrogant and hot-headed. Ja, kenn ich. His plan was to set out on a big adventure. That's it. Pretty detailed, huh? A path like that is paved with skeletons of young idiots, but none of them was Lorden. Either way, he was wandering for days. Days soon turned into weeks, and his rations into dust. He was useless as a hunter back then, at least. So berries and mushrooms was all he could get. So obviously he needed more coins. He came across a manor with orchards so vast they seemed like an ocean. Lorden managed to find some work there. A week of back-breaking labor had passed. His hands were covered in blisters, skin red from the scorching sun, knees pulsating from pain.
Shut up, do you want me to finish? Where was I? So right, he was exhausted from all the strenuous work he'd done. Went to the lord of the manor with a smile on his face to collect the payment. His stomach was already full with fantasy of all the delicious treats he was dreaming of buying, and all that was ruined by the hand of the lord holding a couple lousy coins. The lord was furious. That was merely a fraction of the pay he was supposed to acquire. Started to shout at the lord, demanding justice. Peasants were just flies to the lord, disgusting, replaceable insects, and what do you do with a fly which buzzes too loudly? Both of the lord's palms struck Lorden's ears with the strength of the ox. Lorden fell to the ground, stunned, and the lord's guards threw him out of the manor like garbage, stealing that few pathetic coins. While doing so, if I may add, it wasn't until evening when Lorden regained his hearing, and with it came the fervent thought of revenge. Your uncle was quite a capable fighter when I met him 10 years later, but he wasn't back then. He knew the guards would massacre him if he only came close, so he needed to find another way to fulfill his vengeance. Lorden was always ambitious, but that hatred fueled him like nothing before. What came later was me becoming bored of this conversation. Go away. I can do whatever I want. Scram, I have things to do. What things? I'll do them for you. I'll do anything if you want. Just please tell me the whole story. Damn, you're annoying. Please, 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 please. Fine, just shut up already. Just say it needs to be done. I won't regret it. Here, grab the shovel. It's a piece of crap, but it will do. There are clay deposits behind my house. Go there and dig up some clay for me. Okay, jetzt muss ich wohl das machen. Okay. Na toll, wie komme ich jetzt hier raus? So, hier vorne ist ein Feuer. Wirklich? Ich kann nicht mal ein Feuer machen? Das ist ja mega frustrierend. Furniture decorations, campfires. Area is restricted. Ja, schön. Wie soll ich jetzt schlafen, bitte? Gott. Zum Thema Annoying. Also da haben sie echt nicht aufgepasst. Ne? Also hier ist auf jeden Fall ein Haus. Warte mal, ich kann doch bestimmt eine Fackel machen. Handcrafting, Fackel. Stroh, natürlich, als ob ich Stroh dabei hätte. Simple Bag. Ich habe sogar ein bisschen Leder, aber das hilft mir alles nicht bei meinem Feuerproblem. Wicker Crate, das ist ja spannend. Blocks to use. Stand-up Axe. Interessant. Ja, so wird es nix, werte Freunde. Nerv. Okay. Technology. Ja, den Well könnte ich mal bauen. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ja, verstanden. Hier sammelt man also Wissen. So. Sleep wäre gut, ja. Campfire does not going to sleep during the season. Always was waking up your own house.
Aha. Das ist ja witzig. Okay, also ich brauche eigentlich nur einen Platz, wo ich ein Campfire hinstellen kann. Das Problem ist, ich glaube, es ist hier wirklich gefährlich. And I can't see for whatever reason. Uff. Also da haben sie echt nicht aufgepasst, so. Das hätten wir durchaus besser machen können. Man hätte mich jetzt an dem blöden Campfire hier schlafen lassen können und dann wäre gut gewesen. Ha, sehr verdächtig. Torch. Du willst mich doch verkackeiern. Okay, und jetzt haben wir zumindest Licht. Das ist ja schon mal was. So. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt um den Scheiß da. Wo muss ich denn hin? Hinterm Haus, hat er gesagt. Gucken, ob die Fackel überhaupt so lange hält. Ah. Dig up clay deposits. Er hat gesagt, hinterm Haus. Das hier ist das Haus. Habe ich was auf der Karte? Nothing. Genau. Track Quest. There should be some right behind his lodge. Ah ja, gut. Dann probieren wir jetzt mal die blöde Schaufel hier. Da. So, 5. Ja, natürlich. Glückwunsch. Okay. Nothing. Nehmen wir doch das so lang. Okay. Torch. Das ist ja witzig, dass man einfach eine Torch anmachen kann. Wie süß. Strange Deer Figurines. Gut. Da. 5. So. Let's go back. Aha, was ist jetzt passiert? Aha. Ah, und jetzt bin ich tatsächlich in meinem Haus aufgewacht. Ich lag nicht tot. Das nervt ja gar nicht. Jetzt muss ich wieder zu dem Typ zurückgehen. Großartig. So, können wir das bei Weight sortieren? Ja. Also wir legen mal ein paar Sticks weg. Wie viel haben wir denn dann noch? Immer noch 39 Kilo. Das Fleisch ist halt ein bisschen ein Problem. Roasted on the campfires in grates or cooked into various dishes. Interessant. Hier, das hier kann mal weg. Bumm. So. Und
Leder kann auch mal weg. So, die Mushrooms können weg. Berries können mal die Hälfte weg. Ja, können wir erstmal. So, und ab. Oh Mann, jetzt muss ich wieder zu dem Typ hin. Das war ja schon ein bisschen großartig so. Aha. The heat is unbearable. Successful Flirting als Aufgabe, das ist ja witzig. Ah, das wird wahrscheinlich Fast Travel sein. Mal gucken. I can't say about word about our... Hello there! I need a ride. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ wohnt. Und ich habe, glaube ich, auch nicht genug Kohle dafür. Have a good day! Ja, du auch. Ach Mann. Na gut. Also haben wir jetzt Sommer, oder was? Offenbar. Ich hoffe, der hält ein bisschen länger, als der Frühling gehalten hat. The heat is unbearable. Hör auf zu meckern. Ist ja furchtbar. So, weiter geht's. Aha. Hier ist zum Beispiel ein Campfire. Dumped Loot. Flower. Ah ja, gib her. Aha. Spannend. Okay. Uh-oh. Ja, dir gebe ich. Alright. So, as I've heard, I've already said Lorden was much of a fighter back then. He didn't have any money nor connections, but he had one thing, an unusual ability. You see, from an early age, Lorden was exceptionally good liar. No sweaty palms, no voice cracks, no tell really. Calm, steady breath, eye contact held all the way. Also kein Autist schon mal. Eventually managed to handle any kind of pressure, even in the craziest of situations, but it wasn't that at first. He felt no pressure lying, no stress at all. It was as natural for him as breathing. He had absolutely no remorse. He came up with a plan so immensely moronic and unrealistic that it's really hard to believe that it worked so perfectly. At first he convinced the nearby town's sailor to sue him a whole set of clothes worthy of the most wealthy nobleman. Finest of fabrics, silken threads, you name it. Horrendously expensive.
So how did he manage to afford it, you may ask? It's simple, he didn't pay for it. So he stole it? I said no such thing. Lorden wasn't a thief. Not in the traditional meaning of the word, at least. Apart from that, did I finish the damn story? While wearing his new clothes, he traveled to the castle of the king of that realm and entered it. Okay. Now I know that you're making this all up. It's simply impossible. Haha, you're absolutely right. It is. It's mad to even consider trying to pull that off, but Lorden, he's just walked straight in. I don't blame you for doubting me. Damn, I would have been first to doubt a thing like that. If I didn't see him doing it hundreds of times later with my own eyes anyway. He walked right into the castle, and once he was there, he followed through with his plan, which was betting his wife. Whose wife? The king's. So, God. So let me get this straight. The plan was to get to the castle and lay with the queen. Exactly that. You were right. That's the most absurdly idiotic plan I've ever heard of. I told you, but it worked like a charm. I still don't get it. What worked? What did he accomplish by that? After lovemaking, he dressed up, deliberately leaving his undergarments by the bedside, and told the queen he'll be right back with some refreshments. Then he went to one of the king's guards and told him that he saw the queen with a company of a strange man sneaking up to one of the chambers. The guard rushed in and witnessed the queen naked in bed with a man's clothes right next to her. As a loyal servant, the guard reported the matter directly to the king himself, who, as you can probably imagine, became furious to say the least. He couldn't really punish his wife. That would be bad for his reputation, but he could pursue the lover. Unfortunately for him, at this point Lorden was long gone from the castle, riding a beautiful bay mare he borrowed from the stable into the sunset. I still don't get it. You see, the king didn't catch the filthy seducer. Ich wette, der hat die Initialen da reinmachen lassen. But it didn't mean he couldn't track him down and find him. To do so, the only track he could follow was the one thing that Lorden left behind, except his undergarments and a pleasurable memory of the queen. His name, not his real name, of course. The name he used when introducing himself to the queen was the Lord of the Orchards. Precisely, now you get it. That's incredible. The Lord Heads must have left the company of his body pretty promptly. He didn't get killed. That wouldn't be in Lorden's style. The queen begged for his life to be spared, so the king threw him in the dungeon where he spent all the days he had left. Oh Gott. Ist schon ein bisschen cringy, aber auch witzig. He surely showed the Lord that he shouldn't have wronged him. Don't get the wrong idea about his reasons. Lorden didn't get through all of that just because of what the Lord did to him. You see, the Lord was a cruel, merciless brute. He mistreated all of his subjects, killed for fun, raped for sport. People used to call him laundryman because one of his habits was drowning his bastards in the lake right after birth like unwanted kittens. Okay, also die Story ist schon ein bisschen arg Hanebüchen. Lorden needed to stop him, and he did. But that's not the end of the story. After the Lord's capture, someone had to take his place. He didn't have any rightful successors, but then, with just an uncannily perfect timing, came a distant cousin of the Lord's, a charming young man with 2 different eyes. You have to be kidding me. He easily acquired all possessions of his sentenced relative, but Lorden didn't want any of that, not for himself, so he took only 3 bags of coins from the treasury and left everything else in the hands of the peasants. They were elated. He still probably worshipped there, I can tell you that. Oh, and one more thing. Why 3 bags, you might ask? That's easy. One for the tailor, another for the stableman he took the horse from, and the last one for himself, with the exact amount of coins he was rightfully supposed to earn for his work at the orchard. I told you Lorden wasn't a thief. And that was it. He mounted his beautiful mare and left the realm, continuing his adventures.
Das erinnert mich ein bisschen an das Gesetz der Rache. Das ist so, das ist so ein Revenge-Boner, den man da kriegt. At least that's the story he used to tell us. So nothing of that may be true at all, but that's how it was with Lorden. Oh Mann. It really does seem surreal. I can't believe that you're talking about my uncle. My mother used to portray a simple merchant, successful but normal mortal. Yeah, I was wondering if he actually was mortal many times. Well, now we know. But wait, you didn't tell me what was the purpose of the Undying Fist. Oh, I thought it would be obvious now. On that day, Lorden's mission was born. He knew that the spoiled, rotten elites like that were scattered around the world, draining life and dignity from the hard-working simple folk. Oh Gott, das ist genau das richtige Spiel für mich. And that he was capable of stopping them, to some extent at least. So that's exactly what he started doing, overthrowing corrupted lords and giving back to the community. He sounds like a hero. Well, it wasn't like, yeah, I guess you could say that. Lorden was working solo until he met Unighost. That rat's agile fingers could work where Lorden's tongue didn't. And then they needed someone with other talents they were lacking, like strength, manliness, bravery, independence, gallantry, integrity. So he recruited the best there was. I was between jobs at the time, so I gave them a chance. And finally the pack started to really make a difference, but I don't like to brag. Oh yes, I noticed, humble to the bone. Thank you for noticing. People at my level don't need to boast about their skills. Just like the sun doesn't need to prove its bright. Anyhow, I already spoke more words to you than I did in the last 5 years to anybody, so it's time for you to go. Preferably don't come back ever. Yeah, I don't care, leave now. And in return for giving away my location, deliver this delicious meal to Unighost. It's his favorite, a knuckle sandwich. You want me to hit him in the face? Did I stutter? No, sir, of course. The heat is unbearable. Es ist großartig. Okay, also, das muss man ihm ja lassen. Das ist schon mega. Jetzt muss ich nur ein bisschen gucken, dass der Wolf mich nicht in Fetzen reißt, den wir gerade getroffen haben. So, muss ich jetzt hin? Deliver the knuckle sandwich to Unighost. Na, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Also, wir haben gelernt, wir laufen nicht, Oh, Wildschwein, schön. Ah, okay, aber das Wildschwein hat relative Ruhe. Spannend. Ja, ist schon ein mega entspannendes Spiel. Geht schon gut ab. Ist der etwa warm? Also ein bisschen joggen in der Sonne. Ich finde, der stellt sich ganz schön an. Also die Wege zu nehmen ist wirklich anstrengend. Die gehen wie so Schlangenlinien überall entlang. Ah. Oh nein, ein Bulle. Das ist doch eine Witcher-Reference. Das Lelele.
100% Witcher Reference. Ah, Häschen. Jetzt laufen wir mal ein bisschen querfeldein, sonst kriege ich hier... Sonst schlafe ich hier ein oder so. Stimmt, das ist das andere Dorf. Ach ja, jetzt muss ich noch über die Brücke drüber. Außer er kann schwimmen. Das kann natürlich auch sein. Das. Aha. Rye grain. Let's go. Hop Plant Seedling. Dankeschön. Sonst noch? Nö. Sonst scheint alles okay zu sein. So. Lassen wir mal kurz ein bisschen was von meinem Kram hier. Meine Kiste. Ja, das Zeug ist viel zu schwer. So. Wait. Ist noch irgendwas schwer? Das Zeug hier ist schwer. Bumm. So. Gut. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon deutlich leichter. Dang. It's hot. Auf zu heulen, Mann. Das ist ja furchtbar. Sag mir lieber, was ich machen muss. Good for you. New settlement, new opportunities. Ja, ich weiß, bei mir läuft. Aren't you boiling under all these clothes? Where are all the good men gone? Jetzt bin ich schon wieder vorbeigelaufen. Da rein. Real sweetheart, isn't he? Makes pretty good storytelling skills, doesn't he? One time I swear he went for over a year without speaking a single word, but when we were sitting by the fire he remembered some anecdote, laughed out loud and began his tale. Went from a total mute to the master of ceremonies. The narrative was so gripping it was hard not to listen. He even did voices, but after finishing he'd become silent again. I've never fully understood that side of him. God. Really? And what was that? A knuckle sandwich. Yeah, sounds exactly like Sambor. We're going to deliver? I'm afraid that I've lost it somewhere on the way. Do you want me to? Oh sure, I love people punching me in the face around the body. Don't for it, would you be so kind and do it for free though? I'm all out of my being punched in the face budget. Yeah, you're joking, I started worrying there for a second. Down Samba just likes to say crap like that, but he asks. I'll tell him you knocked me out cold. Just out of curiosity, what did Samba tell you about him becoming part of the pack? He said that you were looking for the best to recruit and that he was the obvious choice. Yeah, that seems like something you would say. Well, he was clearly full of crap. It's not
a pleasant memory, but I believe you deserve to know the whole story. We didn't recruit him. Well, I guess we did. Lloydon did, but that wasn't a matter of choice. When Lloydon and I started to follow his mission together, we were rather successful. Everything was going smoothly, too easy even. We were doing a lot of good, putting many well-deserved smiles on oppressed faces. That's when we let our guard down. There was a secret guild formed by a few of the higher-ranking knights and barons who called them the vendors. Bunch of really heartless bastards. Their most lucrative business was selling living merchandise, and no, I'm not talking about animals. Please don't say it. Slavery was strictly forbidden in the realm. The queen was adamant about that. Well, the vendors had their own set of rules to follow. They caged them like cattle. Mostly women and children forced to fight rats for the poor little rations they were being given in the damp dungeons they were held in. Oof. The guild preferred quantity over quality, so they didn't care about diseases and they didn't tend to wounds. Sometimes it took them weeks to get the dead out of the cages, survival of the fittest, or rather outlasting the least fortunate. It was simply horrible. If you ask me, all of the damned guild deserved a cruel and slow death. But that wasn't how we operated. Lloydon made it very clear from day one we were never to take a life. That was the most important of rules. Anyway, we managed to get everyone on. The carriage is full of broken people. Even the horses kept their heads low, mourning. The despair in the air was even more poisonous than the stench of the rotting flesh, and it was that we forgot to make ourselves safe as well. We were caught by the mercenaries who brought us to the torture chamber. Yeah, this gruesome place had even worse room hidden inside. Shame. The vendors weren't in their patient mood, so they sent their worst torturer right away. I was horror-struck, truly petrified, could barely breathe. Lloydon didn't say a word, just looked at me. His eyes were relaxed but focused. He realized he wanted to be calm as well. He wanted me to be calm as well, but I just couldn't. He went first. The torturer strapped Lloydon to a chair, just started swinging. His fists were like anvils. Every hit drew blood or broke bones. In a matter of seconds, Lloydon's face looked like a bloody pulp. The only thing poking through it was his smile. It was one of many times I wondered if he was even human. The torturer quickly realized that he needed different tools for such a unique specimen and went to grab his blades. That's when Lloydon started talking. He was making him offers one after another, but the torturer just kept carving his torso, like he was preparing for a steak to be grilled. There was so much blood, I could taste it in my mouth. Blah. I wanted to pass out just to run away from all that, but I couldn't. My heart was pounding way too fast. Suddenly the torturer stopped. He looked at me and back at Lloydon. This was the only thing he said. If you're lying, you're going to watch me do the same to him. I was able to puke. I was about to puke, but Lloydon just nodded. So he untied us both and helped us escape. There were more mercenaries on our way, heavily armed. No one stopped us, even they were terrified of that guy. We managed to get out in one piece. Well, we managed to get out alive. Lloydon's wounds wouldn't heal for weeks, and even after he was scarred so badly it looked like he had chainmail stitched to his skin. But we had escaped death, and its emissary became one of us. I have no words. I'm sorry. Now I understand why Sambo didn't want to tell the truth. Sounds absolutely horrid. To be honest, the nightmares of that never stopped. You think I wanted that cutthroat anywhere near me? I couldn't get a wink of sleep with him around for days. I was constantly watching my back, watching his every move. So why didn't you blow him off? That's simple. Lloydon made a deal with him, promised him the only thing that mattered to that brute, which was
money, a whole lot more than what the guild was paying him, and a cut of from every heist that we did. But couldn't you just pay him off or run away? That's not the way Lorden did things. He was a master liar, but when he gave someone his word for real, he never backed down. Besides, as we later found out, Sambar wasn't evil in his nature. He was just a true soldier. Did what was asked of him. Lorden spent hours talking with him, explaining our rules of conduct. Sambar never broke any of them, not once. Honestly, I hope you will never have to. I've been through a lot, and after all these years, the thing I wish you the most is to have a boring, steady life. Not a time when you get bored, there's always something to do. Special request for you that will help achieve boredom. Need you to go to Bororo. Find Ida and get my scythe back from her. The heat is unbearable. So, jetzt haben wir die ersten 2 Stunden rum. Ich würde sagen, ist kein schlechtes Spiel. Gefühlt könnte ich mal eine Runde pennen gehen, weil mein Typ hier sonst wieder unglücklich wird. Bin ich jetzt auf der richtigen oder auf der falschen Seite? Ja doch, da ist mein Haus. Ich finde, das Haus ist nicht deutlich genug. Bob. Bob. So. Schlafen mal bis zum nächsten Tag. Gut. Machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Und gehen mal was futtern. Dann wünsche ich allen Zuschauenden oder die sich später im Wort angucken, noch einen schönen Rest vom Tag. Und ja, vielleicht hört man sich ja später nochmal. Macht's gut. Ciao, ciao.